Das Wallis, ein Reich aus Licht, Gestein und Erinnerung. Ein Land, das von der Sonne geküsst und vom Rotten genährt wird, der hier, im Herzen der Alpen, entspringt. Die Landschaft ist von mediterraner Trockenheit, von karger Würde und einer archaischen Schönheit, die mehr erzählt als bloß Geologie. Dies ist meine Heimat, und wer bereit ist, tiefer zu graben, weiter zu fragen und richtig in die Walliser Geschichte einzutauchen, der stößt auf ein verborgenes Kapitel, das weit in den Süden reicht, und unsere Kultur und unser Blut mit einer Kraft und Stärke prägt das vermeintlich Fremde als die eigene Vergangenheit und immer noch zu teilen als die eigene Kultur herausstellt. Dieses Kapitel reicht nämlich tief in die Welt des Halbmonds, in die Wüsten des Orients, in die Wiege der wahren Religion, also des Monotheismus, und in die Wiege der Zivilisation. Heute geht es um das Emirat von Fraxinetum, doch bevor wir uns diesem widmen, tauchen wir zuerst in die Geschichte des Nahen Ostens und in die Geschichte der Menschheit selbst ein. Gott erschuf die Welt aus dem Nichts. Mit seinem Wort entstanden Himmel und Erde, Licht und Dunkel, Berge, Ozeane und das Leben selbst. Alles nahm seinen Platz ein, geordnet durch seine Weisheit und getragen von seinem Willen. Als die Menschheit wuchs, sandte Gott Propheten, damit die Menschen nicht im Vergessen versinken. Sie riefen zu Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und der Anerkennung des einen Gottes. Durch sie erhielten die Menschen Orientierung, wenn sie suchten, und Warnung, wenn sie irrten. So entwickelte sich die Menschheit durch Zeitalter und Reiche, doch der Kern der Botschaft blieb: Der Mensch lebt nicht ohne Sinn. Er steht in Verantwortung vor Gott und vor seiner Schöpfung, und seine wahre Größe zeigt sich nicht in Macht, sondern in Erkenntnis, Charakter und Treue zum Guten. Über Reiche und Jahrtausende sendete Gott immer wieder neue Propheten, um die Menschheit auf dem richtigen Weg zu halten. Muhammad wurde im Jahr des Elefanten in Mekka geboren, in eine Zeit politischer Spannungen und geistiger Unruhe. Schon seine Geburt wurde in der Gemeinschaft als bedeutungsvoll wahrgenommen. Als junger Mann wurde Muhammad für seine Ehrlichkeit und Verlässlichkeit bekannt. Seine aufrechte Art machte ihn zu einem geachteten Händler. Khadija, eine wohlhabende und angesehene Frau, erkannte seinen Charakter und sie heirateten. Ihr Haus wurde zu einem Ort von Ruhe, Vertrauen und innerer Stärke. In einer Zeit des Rückzugs und der Suche nach Wahrheit zog sich Muhammad oft in die Höhle Hira zurück. Dort begann die Offenbarung, die sein Leben und die Welt verändern sollte. Die ersten Worte des Koran wurden ihm überbracht, und er wurde zum Gesandten Gottes berufen. In den Jahren danach rief Muhammad die Menschen zu Gerechtigkeit, Mitgefühl und der Anbetung des einen Gottes. Er begegnete Widerstand, aber auch wachsender Gemeinschaft. Seine Botschaft breitete sich unter Auswanderern, Armen, Suchenden und Gelehrten aus. Nach der Auswanderung nach Medina entstand dort die erste Moschee, ein Zentrum des Gebets, der Beratung, der Gemeinschaft und der Bildung. Sie wurde zum geistigen Herz der jungen muslimischen Gemeinschaft. Zu den bedeutsamen Ereignissen seines Lebens gehört die Miraj, bei der Muhammad, Friede sei mit ihm, in einer Nachtreise erhoben wurde, Zeichen Gottes sah und die Bedeutung des Gebets für die Umma gestärkt wurde. Schließlich kehrte Muhammad nach Mekka zurück, nicht als Eroberer, sondern als Überbringer von Frieden und Vergebung. Bis zu seinem Tod wurde der Koran vollständig verkündet. Seine Familie und Nachfahren trugen seine Botschaft weiter. Sein Vermächtnis blieb ein Beispiel für Gottesbewusstsein, Gerechtigkeit, Geduld und die Verantwortung des Menschen, in der Welt das Gute zu fördern. Doch nach dem Tod des Propheten, Friede sei mit ihm, waren sich die Leute uneinig, wer die Gemeinschaft weiterführen sollte. Einige meinten, dass der neue Anführer aus der engsten Gefolgschaft des Propheten gewählt werden müsse. Sie entschieden sich für Abu Bakr, einen seiner treuesten Begleiter. Aus dieser Sicht entwickelte sich später der sunnitische Weg. Andere waren überzeugt, dass die Führung in der Familie des Propheten bleiben müsse und dass Ali, sein Cousin und Schwiegersohn, der rechtmäßige Nachfolger sei. Diese Gruppe folgte Ali und bildete später den schiitischen Weg. Die Spannung wuchs über die Jahre, besonders nach der tragischen Tötung von Alis Sohn Hussein in Karbala. Von diesem Moment an vertiefte sich die Spaltung. So entstanden zwei Richtungen, die denselben Glauben teilen, aber unterschiedliche Vorstellungen von der religiösen Führung entwickelt haben. Es war schrecklich, als wir Hussein und Ali verloren. Für alle Muslime war es eine schreckliche Zeit, besonders für uns Schiiten. Nach diesen schlimmen Ereignissen ging es bergauf. Es folgte eine Zeit der Eroberungen, wie sie schon von den sunnitischen Kalifen gemacht worden war.
Zuvor wurde das Perserreich gestürzt und das Byzantinische Reich zu großen Teilen erobert. Nun ging es auch weiter Richtung Westen in den Maghreb und schließlich wurde auch die Iberische Halbinsel erobert. Was nun folgte, war die arabische Blütezeit. Wir kannten nur den Sand und das Schwert. Doch Allah öffnete uns die Wege. Von Syrien aus zogen wir nach Ägypten, durch die Wüste bis ins ferne Maghreb. Wir kämpften gegen Stämme, die stolz und ungebrochen waren, und doch wurden sie bald unsere Verbündeten. Mit ihnen überquerten wir das Meer. 711 erreichten wir mit Tariq ibn Ziyad al-Andalus. Plötzlich standen wir in einem Land voller Flüsse, Olivenhaine und steinerner Burgen. Wir wussten, eine neue Welt begann. Nach den schnellen Eroberungen des 7. Jahrhunderts begann im Islamischen Reich eine Phase intensiver kultureller, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung. Unter den frühen Umayyaden und besonders unter den Abbasiden, deren Hauptstadt Bagdad wurde, entstand ein riesiges Reich, in dem Wissen aus Griechenland, Persien, Indien und Ägypten gesammelt, übersetzt und weiterentwickelt wurde. Bagdad wurde unter den Abbasiden zum Mittelpunkt der arabisch-islamischen Welt, wo das Haus der Weisheit Gelehrte aus vielen Kulturen zusammenbrachte und die Stadt zu einem Zentrum von Wissenschaft, Handel und Kultur machte. Während die Krieger Grenzen erweiterten, erweiterten wir die Horizonte des Wissens. In Bagdad, der Stadt des Friedens, gegründet im Jahre 762, sammelten wir Schriften aus allen Völkern, griechische Philosophen, indische Zahlen, persische Heilkunst. Wir übersetzten, wir forschten, wir entdeckten. Cordoba, im islamischen Al-Andalus, entwickelte sich zu einer der größten und reichsten Städte Europas, berühmt für ihre Bibliotheken, ihre religiöse Toleranz und die prachtvolle Moschee, die das geistige Leben der Region prägte. Die Fatimiden hingegen waren das große schiitische Kalifat dieser Zeit. Da viele Imessaien an Fraxineten beteiligt waren, ist es auch wichtig, ihre Geschichte zu erzählen. Die Imessaien, stolze Völker des Maghreb, durchstreiften seit uralten Zeiten die weiten Wüsten und fruchtbaren Küsten Nordafrikas, geformt von Sonne, Sand und Bergen, und hielten ihre Freiheit gegen fremde Mächte, die versuchten, ihre Lande zu beherrschen. Sie errichteten mächtige Königreiche und Handelsnetzwerke, verbanden das Mittelmeer mit der Sahara und prägten das kulturelle und militärische Gesicht Nordafrikas. Trotz Einfällen und Eroberungen bewahrten sie ihre Sprache, Bräuche und den unbezwingbaren Geist, der sie bis an die Schwelle der großen islamischen Reiche trug. Nun kommen wir endlich zum eigentlichen Thema: das Emirat von Fraxinetum. Im 9. Jahrhundert waren Teile des westlichen Mittelmeerraums durch lebhaften Handel, aber auch durch Rivalitäten zwischen christlichen und muslimischen Mächten geprägt, und viele seefahrende Gruppen aus Nordafrika und Al-Andalus nutzten ihre schnellen, wendigen Schiffe sowohl für Handel als auch für gelegentliche Raubzüge entlang ungeschützter Küsten. Diese Seefahrer kannten die Routen zwischen Iberien, Ifriqiya und Südfrankreich genau, bewegten sich sicher zwischen Inseln und Buchten und beobachteten aufmerksam, welche Regionen politisch geschwächt oder kaum verteidigt waren. Erfahrungen, die später die Grundlage für dauerhafte Stützpunkte im nördlichen Mittelmeer bildeten. Um etwa 887 bis 889 landete ein kleines Schiff mit rund 20 andalusischen Seefahrern an der Küste nahe dem heutigen Saint-Tropez, und diese Männer eroberten dort zuerst das Dorf unten am Hang und anschließend das Fort auf dem Hügel. Nun erzählen ein paar imaginäre Menschen von Emirat von Fraxinetum ihre Geschichten. Ich bin geboren في فارس البعيدة im fernen Persien, حيث تتنفس حكايات آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بين الجدران. wo die Geschichten Adams, Noahs, Abrahams, Moses, Jesu und Mohammeds wie in den Mauern atmen. حين ارتفعت رايات الإسلام تشكل من الحجاز إمبراطورية عظيمة امتدت إلى شواطئ النهر السند والمحيط الأطلسي. Ich bin Nachfahre Mohammeds. Als sich die Banner des Islam erhebten, bildete sich vom Hedschas ein riesiges Reich, das bis zu den Ufern des Indus und des Atlantiks reichte. انضممت إلى الفاطميين، فقادني طريقي من واحات الجزيرة العربية عبر المغرب إلى السواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط. Ich schloss mich den Fatimiden an, so führte mich mein Weg von den Oasen Arabiens über den Maghreb, bis an die westlichen Küsten des Mittelmeers. ومع ذلك يهدي الله عباده إلى ما وراء ما يظنون. لقد ربطني قدري بإخوان فراكسينيتوم. Und doch, Allah führt seine Diener weiter als sie denken. Mein Schicksal band mich an die Brüder von Fraxinitum.
تعود بذوري إلى بلاد الشام، إلى دمشق والعربية. Meine Wurzeln reichen bis in die Levante. Nach Damaskus. Und Arabien. مع عبد الرحمن صقر قريش جلب أجدادي الازدهار للأندلس. Mit Abidi al-Rahman, dem Falken von Quraysh, brachten meine Ahnen Andalusien zum Blühen. في مدينة الميناء المرية نشأنا تحت ظل القصبة. وكان السيف رفيقنا الدائم. In der Hafenstadt von Almeria wuchsen wir unter dem Schatten der Kasbah auf. Das Schwert war stets unser Begleiter. وعندما وصلت رسالة عن إمارة حيث الرجال كالأسود يتحدون برابرة الشمال، تبعت دعوتهم. Als die Nachricht eines Emirates kam, wo Männer wie Löwen die Barbaren des Nordens herausforderten, folgte auch ich ihrem Ruf. أما أنا فجئت من البحر، كنت قراصنة، ولدت في كريت من دم بربري. Ich aber kam vom Meer. Ein Korsar war ich. Auf Kreta geboren. Aus berberischem Blut. ومن إمارة كريت انطلقنا ضد بيزنطة وضد الفرنجة. Vom Emirat Kreta zogen wir hinaus gegen Byzanz, gegen die Franken. وهكذا سمعت عن فراكسينيتوم، أو كما كنا نسميه جبل القلال. Und so hörte ich von Fraxinetum, oder wie wir es nannten, Jabal al-Kilal. Wir landeten an den Küsten des heutigen Südfrankreichs. Dort, in den dichten Korkeichenwäldern, bauten wir Fraxinetum, eine Festung aus Holz und Stein, verborgen und doch mächtig. Von dort dehnten wir uns aus. An der felsigen Mittelmeerküste, im rötlichen Licht des Sonnenaufgangs, gleitet ein kleines Segelschiff lautlos an Land. Hier, auf einem hochaufragenden, felsigen Berg, beginnt der Bau einer befestigten Anlage, die sich terrassenartig an den Fels schmiegt. Die Festung Fraxinetum ist nun fertiggestellt, ein lebendiges Emirat mit einem großen Torbogen, verziert mit kufischen Ornamenten. Von der Küste bis in alpine Täler reiten arabische Krieger über Hochpässe, wo sie auf Einheimische treffen und Handel treiben. Die Spuren der Menschen von Fraxinetum leben in Geschichten, Ortsnamen, Familienüberlieferungen und Traditionen fort. Ein goldener Sonnenuntergang taucht die Mittelmeerküste in warmes Licht, während 3 arabische Krieger über das Meer blicken. Die frühen Vorstöße des Emirats von Fraxinetum nach Ligurien wurden von kleinen, gut organisierten Seefahrergruppen getragen, die Handelsrouten sichern und neue Küstenstützpunkte erschließen wollten. Ihre Disziplin und maritime Erfahrung verschafften ihnen zunächst rasche Erfolge und einen gewissen Respekt in der Region. Einige Gegner des Emirats von Fraxinetum stellten dessen Krieger in ihren Berichten übertrieben gewalttätig dar, um propagandistische Feindbilder zu schaffen. Da nur wenige zeitgenössische Quellen existieren und viele davon stark von solchen Darstellungen geprägt sind, entsprechen sie wahrscheinlich nur teilweise der historischen Realität. Das Emirat von Fraxinetum, das auf Arabisch vor allem Jabal el-Kilal genannt wurde, das heißt übersetzt Berg des Holzes, konzentrierte sich auch auf die Holzbeschaffung, da das Holz in der arabischen Welt knapp wurde und schließlich begann sich Fraxinetum mehr auf die Alpen zu kontrollieren. Langsam drangen sie in die Alpen vor. Doch sie waren extrem gebirgstauglich und begannen wichtige Pässe zu kontrollieren und Zölle zu kassieren. Nach und nach kamen sie immer nördlicher. So kontrollierten sie den Mont Cenis und kamen dann schon bald zum großen St. Bernhard, somit erreichten sie das Wallis. Im Wallis ging zum Beispiel darum, Pässe zu kontrollieren und Holz zu beschaffen. Sie ließen sich im Wallis nieder und brachten viele Techniken und Nutztiere mit. Sie kontrollierten unter anderem den zuvor schon erwähnten großen St. Bernhard, aber auch den Vorklass, den Simplon und den Monte Moro.
Dann kamen wir an einen Ort, versteckt in einem sonnigen Tal, Al-Magel, unser Hauptlager. Wir lernten von den Hirten und Jägern, die hier lebten. Und sie lernten von uns. Wir zeigten ihnen die Kunst der Wasserleitungen, das Wissen, Wasser durch Berge zu leiten, wie wir es aus dem Atlas kannten. Wir brachten die Iringer, die starken alten Stiere von Nordafrika, stolz und kämpferisch wie wir selbst. Aus Wissen wurde Leben, aus Begegnung wurde Volk. Wir erzählten von den Wüsten, wo der Sand sinkt, und von Oasen, wo der Himmel auf das Wasser trifft. Und sie hörten zu. Unsere Sprache verwebte sich mit ihrem Dialekt. Unsere Söhne heirateten ihre Töchter. Und unsere Namen manchmal verstummt, manchmal verzehrt liegen heute noch in Steinen, Wäldern, in Flurnamen, die ihr nicht mehr deuten könnt. Wir hinterließen keine Paläste. Doch wir ließen euch etwas viel Tieferes, unser Herz, unser Blut, unsere Seele. Seht euch. In euren Augen glänzt unser Süden. In euren Händen lebt unser Handwerk. In eurem Stolz klingt unsere Stimme. Wir sind geblieben. Nicht als Fremde, sondern als Väter. Nicht als Eroberer, sondern als Ahnen. Wir bin der Wind, der durch das Wallis streicht, die Flammen eures Erbes. Vergesst uns nicht. Denn ihr seid uns. Und wir sind Wallis. Sie drangen noch weiter vor, das aber nicht wirklich niederlassend, sondern eher in Form von Erkundungszügen und Beutezügen, wenn sie dringend Geld benötigten. Doch dann brauchten die Menschen des Emirates von Fraxinetum dringend Geld. Sie nahmen den Abt Majolus von Cluny gefangen, was sie besser nicht getan hätten, obwohl ihm nichts geschah. Es ging nur darum, Lösegeld zu verlangen. Dies wurde dann auch bezahlt und Cluny wurde freigelassen, doch daraufhin begannen die Feinde von Fraxinetum, größtenteils germanische Barbaren, die halbwegs zivilisiert waren, zu wüten. Nur um das klarzustellen: Den Muslimen von Fraxinetum ging es nie darum, Christen zu entführen oder das Christentum zu schändigen. Ganz im Gegenteil. Es ist muslimisches Gesetz, die Ahl el-Kitab, also Juden und Christen, stets mit Respekt zu behandeln, was sie an Cluny trotz den ganzen unschönen Umständen auch taten. Die Quellen, die Muslime als Feinde der Christen darstellen, sind reine Propaganda und die schrecklichen modernen Selbstmordattentäter sind total vom eigentlichen Islam abgekommen. Der Islam ist eigentlich eine ganz friedliche Religion. Doch die Germanen wollten Fraxinetum vernichten, so kam es zur Schlacht von Fraxinetum, in der Fraxinetum leider verlor. Doch Hugo, der König von Italien, hatte eine gute Idee. Er wollte den überbliebenen sogenannten Sarazenen die Alpenräume zugestatten. Das hatte für beide Seiten Vorteile. König Hugo konnte so eine Barriere zu seinen verwandten Feinden im heutigen Deutschland schaffen, und die Araber und Emissaien vom zerstörten Fraxinetum konnten weiterhin Alpenpässe kontrollieren und Zoll verlangen. Über die Jahrzehnte gingen die Araber und Emissaien in der örtlichen Bevölkerung auf, und ihre Nachfahren wurden nach und nach Christen und wurden ein Volk mit den Einheimischen. Das vor allem in den Walliser Südtälern, wo Einflüsse noch heute spürbar sind. So stammen wir Walliser nicht nur von Alpenvölker ab, sondern auch von edlen Kämpfern aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Doch was im Wallis stammt ziemlich sicher von den Sarazenen. Der Monte Moro Pass. Monte Moro bedeutet Berg der Mauren, er war Überlieferungen zufolge einer der Pässe, die sie kontrollierten. Das Al-Alin-Horn und der Al-Alin-Gildschaft. Al-Alin bedeutet entweder Al-Leh, arabisch für Quelle, oder Al-Ali, arabisch für der erhabene Berg. Die Ortschaft Saas Al-Magel. Es leitet sich entweder von Al-Mekhol, der Ort Al-Magal, der Raum, oder von Al-Majal, der Durchgang, ab. Es ist anzumerken, dass in arabischen Dialekten das A oft als E oder E betont wird. Zusätzlich ist da noch die Einalb unter dem Matma. Diese könnte sich von Al-Leh, die Quelle, ableiten. Als nächstes kommen wir zur Miskabel-Gebirgskette.
Diese könnte sich vom arabischen Mujabel, was Gebirgskette bedeutet, ableiten, es ist aber auch absolut eine germanische Ableitung über Mistgabel denkbar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Technik der Wasserwege oder Suonen, wie sie im Oberwallis genannt werden, von den Sarazenen eingeführt worden war, da sie aus wasserarmen Gegenden stammten und sich somit bestens mit Wasserleitungen auskannten. Die Bisse des Saracens bei Vercorin oberhalb von Siders soll von den Sarazenen gebaut worden sein. Die momentane Suon ist allerdings neuer, wie man es aufgrund von Untersuchungen herausgefunden hat. Das sind Bilder einer von über 500 Jahre alten, von muslimischen Andalusier gebauten Wasserleitungen in einem Bergdorf in Südspanien, sodass ihr die Ähnlichkeit sieht. Die meisten Sarazenen, die sich im Wallis niederließen, kamen ziemlich sicher von Al-Andalus. Der letzte interessante Ortsname ist Gabi bzw. Al-Gabi. Al-Gabi bedeutet auf Arabisch Zoll. Unter Anbetracht, dass die Sarazenen den Simplon-Pass kontrollierten, um Zölle zu verlangen, wäre dies strategisch auch die beste Lage gewesen, um Zölle zu verlangen, sodass dieser Name absolut Sinn macht. Als nächstes kommen wir zu den Nutztieren, die mit ziemlicher Sicherheit von den Sarazenen stammen. Nun zur Erringerkuh. Diese stammt ziemlich sicher von den Sarazenen. Optisch ist es ja auch ziemlich klar, dass diese Kuh eher mit spanischen oder arabischen Kühen als mit mitteleuropäischen Kühen verwandt ist. Eine weitere interessante Sache ist auch das Stechfest. In der arabischen Welt verläuft dies fast identisch, mit so ziemlich den gleichen oder sehr ähnlichen Kuhasen. Auch das Schwarznasenschaf wurde ziemlich sicher von den Sarazenen eingeführt. Die Rasse ist sehr alpin gebirgstauglich, wie alle genannten Rassen, ähnelt aber klar sehr stark arabischen und mediterranen Schafrassen. Alte Sasa-Schafschlachtungsmethoden waren auch ziemlich identisch mit den arabischen und im Saastal wurden noch viele Jahrhunderte keine Schweine gehalten. Die nächste Art ist die Schwarzhalsziege. Auch diese sehr gebirgstaugliche Rasse wurde ziemlich sicher von den Sarazenen eingeführt. Auch die Genetik von uns Wallis hat klare arabische und nordafrikanische Spuren, in den Walliser Südtälern sogar sehr starke. Dort sehen nicht wenige von uns, so auch ich, so ziemlich arabisch aus. Ein Cousin meiner Mutter wurde bei einer Studienreise in Syrien mal im Flugzeug, als er schlief, für ein Syrili gehalten, weshalb er im Flughafen danach ein Problem mit der Einreise hatte, oder wenn er einen Sandwich kaufen wollte, gewarnt, das in diesem Schinken sei. Durch die interne Heirat über die Jahrhunderte haben sich diese Gene zum Teil recht gut erhalten, und es gibt durchaus eine klar sarazenischstämmige Bevölkerungsschicht. Wenn ihr euch auch so für das Thema interessiert wie ich, so empfehle ich euch das Buch Halbmond über der Rhone des Sasa-Schriftstellers Raoul Inseng. Das Video neigt sich langsam dem Ende zu und wir kommen noch zu Vermutungen, die ich nach langer Auseinandersetzung mit dem Thema entwickelt habe. Das Walliser Wort Jifra könnte vom arabischen Ds-Chir stammen, was Gefäß oder Hohlraum bedeutet und gut zu einem Korb passt, der Heu transportiert. Das Wort Ds-Chedru könnte von der arabischen Wurzel Dsch, dr, zum Beispiel Jadara, zerbröckeln, zerkleinern, abgeleitet sein, was die Bedeutung schlagen, zerbröckeln im Dialekt plausibel macht. Beide Wörter sind im Walliser Dialekt lokal und haben keine germanische, romanische oder keltische Entsprechungen. Der Walliser Nachname Rosenen könnte sich vom edlen arabischen Namen Hosseini bzw. Hosseini ableiten, der über die Sarazenen von Fraxinetum ins Wallis gelangte. Die Lautung passt nicht zu germanischen, romanischen oder keltischen Wurzeln, lässt sich aber gut über die Walliser-deutsche Dialektentwicklung erklären. Das Ei am Ende verschwand, Doppel-S wurde abgeschwächt und die Betonung auf N verstärkt, sodass Hosseini zu Hosenini, dann zu Hosenu und schließlich zu Hosenen wurde. Solche Anpassungen sind typisch für die Integration fremder Namen in die Walliser Mundart. Wahrscheinlich handelt es sich um einen prominenten Familiennamen, der aufgrund seiner Bedeutung und Herkunft bewusst erhalten blieb. Damit zeigt der Name Rosenen ein faszinierendes Beispiel für die sprachliche und historische Spur der Sarazenen im Südtirol. Doch um das herauszufinden, müsste man bei einem männlichen Mitglied der Familie Hosenen die Y-DNA testen. Doch nun kommen wir auch schon zum Ende. Wir Walliser sind ein stolzes, traditionsreiches Bergvolk mit einem wunderschönen Dialekt, der einfach ein Unikat ist, und unsere Geschichte ist so spannend, dass sie seinesgleichen sucht. Doch vor allem bei unseren Vorfahren aus Fraxinetum wären noch so viele Forschungen nötig. Vieles, was ich in diesem Video erzählt habe, ist zwar ziemlich logisch und ziemlich klar, aber durch die Forschung noch nicht eindeutig bewiesen. Ich bin fest der Überzeugung, dass in den Walliser Südtälern noch vieles im Boden vergraben liegt, das gefunden werden muss.
Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, freue ich mich auf Likes, Abonnenten und interessante Kommentare. Ich freue mich schon, euch bald wieder in eine neue interessante Doku über die total faszinierende Oberwalliser Geschichte mitzunehmen.